Heute möchte ich gerne dieses Bild überarbeiten, das ich vor einiger Zeit auch schon mal als YouTube-Video hochgeladen hatte für Anfänger. Dazu habe ich mir einen Pappteller mit Farbe gemacht und eine Ethanolflasche zurechtgelegt. Und ich werde jetzt das Bild einmal grundieren und anschließend mit diesem Ethanol bespritzen und dann einfach mal den Prozess beobachten, mal schauen, was sich auf dem Bild tut und was sich da ergibt. Das ist jetzt eine Farbmischung aus Preußisch Blau, Sienna gebrannt und Umbra gebrannt. Und die habe ich mit sehr, sehr viel Wasser angemischt und lege die jetzt als Lasur über das komplette Bild. So, und nun kommt die Ethanolspritze zum Einsatz und jetzt sieht man wunderbar, was hier passiert. Das Ethanol verdrängt die Acrylfarbe und somit kommt das, was vorher gemalt war, also die Untermalung wieder durch. Und das gibt, finde ich, unheimlich schöne, interessante Spuren. Die dunklen Spritzer, die sind mir ein bisschen zu kräftig und die tupfe ich jetzt einfach mit einem sauberen Zewa wieder ein bisschen weg. Nach dem Trocknen haben sich sehr schöne Spuren entwickelt. Zum Teil gefallen die mir sehr gut. Da muss ich nachher aufpassen, dass ich diese schönsten Stellen nicht wieder ganz übermale, sondern immer noch so ein bisschen erhalte. Ja, ich denke, man kann ganz gut erkennen, dass hier einiges auf dem Bild passiert ist. Auf meine Palette habe ich jetzt Indisch-Gelb, Weiß, Schwarz, Preußisch-Blau, verschiedene Rot-Brauntöne und Grau genommen. Der Plan ist, hier jetzt auch so ein bisschen Dreidimensionalität hineinzubringen, indem ich Flächen raushole und Flächen nach hinten schiebe. Mal schauen, ob es gelingt. Ich beginne hier jetzt Farbe aufzutragen und zwar ist das hier in dem Fall dieses Grauton. Das ist ein Pinsel, der sehr feucht ist. Das sind alles Lasuren, die jetzt übereinander gelegt werden und mit so einem trockenen Pinsel oder auch mit den Fingern werden diese Schichten jeweils verrieben. Es ist ganz wichtig, dass das, was unten drunter gemalt ist, immer noch durchschimmert. Hier habe ich jetzt Weiß mit Blau, also ganz helles Blau am Pinsel und auch das wird lasierend über die Flächen gelegt. Ich werde jetzt immer wieder ja, helle und dunkle Parzellen anlegen. Ihr müsst jetzt einfach schauen, was ich tue. Ich werde jetzt natürlich nicht jeden Farbton hier kommentieren, weil die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Also Lasuren mit einem Pinsel vertreiben oder auch mit den Fingern. Und der Untergrund muss durchschimmern. Hier habe ich jetzt ein Schwämmchen, da befindet sich Schleifpapier drauf und ich gehe auch zwischendurch schon mal hin und schleife Farbe weg,
sodass der Untergrund wieder durchschimmert. Und was ich auch immer wieder mache und was ganz, ganz wichtig ist, immer mal 2, 3 Meter zurücktreten und das Bild von weitem betrachten, bevor man weiterarbeitet. Hier lege ich jetzt eine Fläche mit sehr viel Wasser an. Ich mache den Pinsel zwischendurch immer wieder nass und lasse das Wasser bzw. die Farbe herunterlaufen. Da kann man jetzt auch mal mit einer Wasserspritze ein bisschen nachhelfen. Die Prozesse, die durch das Laufenlassen der Farben und das Ethanol entstehen, machen das Bild interessant. Ich werde jetzt noch weiter an meinem Bild arbeiten. Ihr könnt mir weiterhin zusehen und Anregungen für eure Bilder hoffe ich mitnehmen.
So, jetzt kommen die letzten Schichten auf das Bild. Ich habe mir dafür das Bild wieder auf eine Tischplatte gelegt und gehe jetzt nochmal mit Farbe und Ethanol über gewisse Bereiche, die mir noch nicht so gut gefallen haben. Genau das Gleiche mache ich hier mit der Dunkelheit. Die wird jetzt erstmal noch verstärkt, aber nachher wieder weggenommen. Diese hellen Stellen bekommen jetzt nochmal Lasuren. Ich greife jetzt einfach nochmal ein paar Farben auf, die im Bild sind, von diesem Orange und dem Gelb. Und das Schwarz wird jetzt auch nochmal etwas aufgehellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet hier wieder einiges für eure Bilder mitnehmen. Techniken, die ihr selber mal ausprobieren könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Und wir sehen uns vielleicht dann nochmal bei einem anderen Video.